Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. Dieses Video richtet sich speziell an die Sparfüchse unter euch, denn ich zeige euch, wie ihr 50% Rabatt bekommen könnt auf das Karten-Update von eurem Navigationssystem. Und bevor ich in die Details gehe, müssen wir allerdings vorher mal ein paar Grundlagen besprechen, denn es gibt bestimmt auch einige Zuschauer unter euch, die nicht ganz so firm sind, wie das eigentlich funktioniert. Und dann gibt es bestimmt auch wieder ein paar Zuschauer, die schon länger dabei sind, die wissen, auf YouTube haben wir schon diverse Anleitungen hochgeladen, wie diese Updates eigentlich funktionieren. Und deswegen gehen wir jetzt hier mal ganz kurz Stück für Stück durch, bei welchen diese 50% Gutscheine funktionieren, was es eigentlich alles für Navigationssysteme gibt. Ich sitze jetzt hier mal in einem Modell, wir sagen dazu auch 6. Generation dazu, und das schaut wie folgt aus. Ihr erkennt das relativ einfach hier an dieser roten bogenförmigen Menüstruktur. Diese Navigationssysteme wurden ungefähr ab 2012, 2013 verbaut. Und damals hatte man schon immer 3 Jahre kostenlose Updates bekommen. So, und wie das Ganze funktioniert, wenn ihr es noch nie gemacht habt, verlinke ich euch direkt mal hier oben. Da könnt ihr euch das Video dann im Anschluss mal anschauen. Und dafür gibt es eben auch so einen 50% Gutschein. Jetzt schauen wir uns mal noch das nächste Navigationssystem an. Ich sitze jetzt an einem Fahrzeug der sogenannten 7. Generation von Navigationssystemen und die untergliedern sich genau gesagt in 2 Bereiche. Eine etwas ältere Generation und eine ganz, ganz neue. Beide erkennt man relativ einfach an der vertikalen Menüstruktur. Hier seht ihr es schon mal, haben wir also nicht mehr den Bogen, sondern eben alles vertikal. Und es gibt deswegen 2 verschiedene. Das eine, in dem ich auch gerade drin sitze, wurde ungefähr seit 2019 gebaut bis ca. 2024. Und diese Navigationssysteme, das verlinke ich euch mal hier oben, wurden folgendermaßen abgedatet. Und grundsätzlich wurden diese Navigationssysteme auch mit 5 Jahren kostenlosen Updates geliefert. Das heißt, wenn das jetzt mal so ein bisschen zusammenrechnet, 2019 plus 5, das heißt, hier haben wir schon die ersten Fahrzeuge, die also keine kostenlosen Updates mehr haben. Da ist natürlich dieses Video auch besonders interessant für euch. Jetzt haben wir noch den zweiten System, was ich euch gerade gesagt hatte, das genauso aussieht. Das zeige ich euch mal in einem anderen Fahrzeug. Wir sitzen gerade in einem Fahrzeug der aktuellen neuesten Navigationsgeneration drinnen. Und wie ich schon sagte, wir nennen es immer noch 7. Generation, aber es sind trotzdem ein abgedatetes System. Und ihr könnt es wieder sehr einfach an der vertikalen Menüstruktur erkennen. Jetzt gibt es sicherlich einige Zuschauer unter euch, die sagen, ja klar, ist doch einfach. Gibt es ein größeres Display, das muss die neuere Generation sein. Ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, denn nicht die Displaygröße ist das Entscheidende, sondern eine Gesetzesänderung, die seit Juli 2024 in Kraft getreten ist. Bei der werden die Autohersteller verpflichtet, eine Verkehrszeichenerkennung zu integrieren in Kombination mit einer Warnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit. Und dabei ist es natürlich besonders wichtig, dass ihr eine Kamera im Auto habt, die die Verkehrszeichen erkennt, aber auch ein Navigationssystem, das mit der Kamera abgleicht, ob das, was erkannt wurde, auch Sinn macht. Und dabei ist es natürlich besonders wichtig, dass das Kartenmaterial hier immer auf dem allerneuesten Stand ist. Dem war sich natürlich auch der Gesetzgeber bewusst und hat deswegen auch vorgegeben, dass also mindestens hier 7 Jahre kostenlose Updates notwendig sind. Demzufolge habt ihr natürlich bei dieser Generation 7 Jahre kostenlose Updates. Wie ihr diese Updates durchführt, zeigen wir euch hier in diesem Video. Jetzt gibt es vielleicht einige Zuschauer unter euch, die sich eben nicht ganz sicher sind, ob sie jetzt eben von diesen 2 7. Generationen die erste oder die zweite haben. Ihr könnt das relativ einfach erkennen, ohne dass wir jetzt hier in irgendwelche Details reingehen, an einer kleinen, feinen Taste links am Armaturenbrett. Wir blenden die euch mal ein. Diese Taste schaut aus wie ein Auto mit einer Blase drumherum und beide Generationen haben diese Taste, aber sie unterscheidet sich bei der neueren Generation durch ein kleines, feines Merkmal, nämlich einen Lautsprecher, der durchgestrichen ist. Das heißt, das ist dann eine Stummschalttaste, mit der die unbeliebtesten Systeme stumm geschaltet werden. Diese Fahrzeuge haben also dieses neue Warnsystem bei Geschwindigkeitsüberschreitung und mit der Taste könnt ihr es abschalten. Dann wisst ihr also jetzt sofort, welche Generation ihr besitzt, wie ihr diese Updates durchführt, mit Hilfe zum Beispiel unserer Videos und natürlich auch, wie lange die kostenlosen Zeiträume waren. Und für die Zuschauer, die eben jetzt vielleicht schon ein etwas älteres Navigationssystem haben und das gerne updaten wollen, zeige ich euch gleich mal am PC, wie ihr das eben 50% günstiger bekommen könnt. So, und wie kommt ihr nun an euren Rabattcode? Da solltet ihr vorab wissen, dass es 2 verschiedene Update-Modelle von Mazda gibt. Einmal ein einmaliges Update für ca. 113 Euro und ein dreijähriges Update für ca. 183. Der 50% Gutschein greift beim einjährigen Update und damit zahlt ihr also effektiv nur 56 Euro. Wie funktioniert das Ganze nun? Es ist relativ einfach. Ihr fahrt mit eurem Mazda zum nächsten Kundendienst, sprecht die Kolleginnen und Kollegen dort an, dass ihr gerne euer Kartenmaterial updaten wollt und dann versorgt euch euer Mazda-Werkstatt mit diesem Rabattcoupon. Den zahlt ihr dann vor Ort direkt, das heißt, ihr zahlt dann diese 56 Euro, zum Beispiel in Kombination mit dem Kundendienst
Und dann habt ihr die Möglichkeit, zu Hause diesen Rabattcode einzugeben und euer Rabattcode entspricht also diesem Kartenmaterial. Ihr müsst da nicht auch irgendwie zusätzlich was zahlen. Manche Vertragswerkstätten machen es auch so, dass es dann gleich beim Kundendienst mitmachen. Meistens dauert es ja nur eine Dreiviertelstunde oder Stunde. Und für alle, die es zu Hause machen wollen, ist kein Problem, ist wirklich sehr, sehr einfach. Nutzt am besten unsere Anleitung, die wir euch ja auch schon vorhin gezeigt haben. Wir verlinken euch das unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Und damit es besonders einfach wird, habe ich hier mal was vorbereitet. Ihr seht schon, ich bin davon ausgegangen, dass ihr euch schon eingeloggt habt, dass ihr also schon E-Mail-Adresse, Passwort und so weiter vergeben habt. Und dann seht ihr jetzt hier auch schon mal den Startbildschirm, da wo ihr normalerweise ganz am Anfang hinkommt. Da gibt es ein Feld, das heißt Code. Dann tippt ihr einfach den Code ab, den ihr bekommen habt. Geht dann hier auf Weiter und schon wird dann auch das Kartenmaterial heruntergeladen und eure Karte installiert. Das war's. Komplizierter ist es tatsächlich nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich euch hier wieder mal einen wertvollen Tipp geben konnte. Diesmal ein wenig, um Geld zu sparen. Das kann man ja auf jeden Fall mal gebrauchen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann denkt dran, uns einen Daumen nach oben dazulassen. Das freut uns immer sehr. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist natürlich auch absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann bekommt ihr immer eine Information, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.